Hi, Michael von iFi Linsbach. Heute geht es um den neuen Bowers & Wilkins PX7S3. So, und bevor ich anfange, gehe ich mal kurz durch, was wir heute besprechen. Wir fangen erstmal an mit der Optik vom Kopfhörer, dann reden wir ein bisschen über die Technik, dann reden wir über die Funktionalität, also auch die App-Steuerung und so weiter. Und dann gehe ich noch mal ein bisschen auf den Höreindruck ein. Ja, wir starten jetzt einfach schon mal mit der Optik. Also, hier haben wir jetzt den PX7S3 in der Anthrazit-Schwarz-Version ausgepackt. Das wäre diese. Den gibt es aber auch in Canvas White oder in Indigo Blue. Das heißt, das sind die drei Ausführungen von dem Kopfhörer. Und ja, ich bin stolzer Vorbesitzer des PX7S2 und habe mich deswegen auch sehr dafür interessiert, was der neue heute so kann. Und wenn wir jetzt über die Optik reden, dann können wir gleich schon mal drauf gehen, was sich so ein bisschen geändert hat. Ich schiebe es aneinander, dann sieht man das noch ein bisschen besser. Und was einem sofort auffällt, ist die Höhe. Das heißt, die Bauhöhe ist tatsächlich beim PX7S3 heute geringer als beim PX7S2. Was mir auch sofort aufgefallen ist, muss ich wirklich sagen, ist, dass der Kunststoff ein bisschen günstiger wirkt, ja, günstiger produziert wirkt hier bei dem PX7S2. Und wenn ich das hier beim PX7S3 sehe, mit dieser Anthrazitfläche und dieser Glanzkante, das ist einfach schön, muss ich wirklich sagen. Also er wirkt sofort, wenn man ihn auspackt, einen Ticken wertiger, das muss man einfach so sagen. Dann kommen wir mal zum Tragekomfort. Tatsächlich liegt er ein bisschen enger am Kopf an für den Moment. Das kann aber auch daran liegen, dass der halt einfach schon ein paar Jahre getragen ist. Was man aber auch merkt, ist, das Ohrpolster ist sehr viel weicher geworden als beim Vorgänger, was wirklich angenehm ist. Hier musste man erstmal ein bisschen, ja, ein paar Stunden tragen, ein paar Wochen tragen, bis man irgendwann merkte, dass es weicher wurde. Hier ist es gleich von der ersten Sekunde an wirklich sehr angenehm zu tragen. Und was Bowers & Wilkins selber sagt, ist, dass sie auch die Form nochmal angepasst haben, dass es nochmal ein bisschen ergonomischer ist. Er wirkt edler, er trägt sich ein bisschen angenehmer und er ist ein bisschen kleiner und ein bisschen leichter. So, das jetzt schon mal zur Optik vorweg. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Techniksachen. Dafür lege ich den PX7S2 mal zur Seite. Wenn wir über die Technik reden, dann fangen wir natürlich erstmal bei dem Wichtigsten an, was ein Kopfhörer hat und was ein Lautsprecherhersteller wie Bowers & Wilkins natürlich im Fokus hat, und zwar das Chassis. Das ist grundsätzlich von den Maßen her das gleiche wie vorher. Es ist aber überarbeitet worden und soll dadurch sehr viel verzerrungsfreier sein, mehr Dynamik mitbringen und eine höhere Auflösung ermöglichen. Das werden wir natürlich dann gleich im Hörtest natürlich auch mal auf die Probe stellen und das werde ich mir auf jeden Fall auch anhören. Was sie auch hier gemacht haben, ist zum ersten Mal einen dedizierten Kopfhörerverstärker und DAC reinzubauen. Das ist wohl bei den Vorgängermodellen so noch nicht passiert. Das ist also eine neue Verbesserung, die hier technisch irgendwo im Hintergrund mit eingebaut wurde bei diesem Kopfhörer. Der Kopfhörer ist mit der neuesten Bluetooth aptX 5.3 Lossless-Version ausgestattet. Das heißt, für alle Android-Nutzer können Sie wirklich kabellos wie auch kabelgebunden komplett ohne irgendeinen Verlust Hi-Res-Audio genießen. Für die Apple-Nutzer bleibt AirPlay 2. Da ist auch die Hoffnung, dass es nochmal irgendwann AirPlay 3 gibt, dass wir da auch noch ein bisschen besser kommen von der Qualität. Aber für den Moment bringt er alles mit, was es heutzutage gibt. Ein wichtiges Upgrade beim PX7S3 ist die ANC-Funktion, das heißt das aktive Noise Cancelling. Hier wurden statt beim Vorgänger 4 Mikrofone, wurden hier jetzt 8 Mikrofone verbaut. Das heißt, wir haben mal eben die Mikrofone verdoppelt, die Geräusche von außen aufnehmen, die dann innerhalb des Kopfhörers versucht wird zu unterdrücken. Das heißt, wir haben ein besseres Noise Cancelling und wir können noch mehr Geräusche aus der Umgebung wegfiltern. Zusätzlich wurde die Sprachübertragung bei der Telefonie verbessert. Ich bin jemand, der das Feature wirklich viel benutzt, um hands-free beim Rumlaufen durch Bonn mal mit jemandem zu telefonieren. Und durch die verbesserten Mikrofone und die Verarbeitung, die nochmal angepasst wurde, können eure Telefongesprächspartner euch definitiv besser hören in nächster Zeit. Das ist auch ein großes Upgrade beim PX7S3. Obwohl die Gehäuseform kleiner geworden ist und der Kopfhörer insgesamt leichter geworden ist, wurden die 30 Stunden Akkulaufzeit beibehalten. Hinzu kommt, wenn ihr mal in Not seid und mal eben schnell das Ding wieder in den Funktionsmodus pushen müsst, dann könnt ihr die Schnellladefunktion benutzen. Dann habt ihr innerhalb von 15 Minuten 7 Stunden Akkulaufzeit. Ich kann nur sagen, ich habe das schon sehr oft benutzt mit meinen Kopfhörern von B&W, weil immer gerade, wenn man sie gerade benutzen möchte, sind sie vielleicht leer. Und durch 15 Minuten, 7 Stunden ist man auf jeden Fall an dem Tag, in dem Moment, wo man vielleicht zum Sport was machen möchte, zum Umlaufen benutzt oder auch einfach gerade was hören möchte, ist man schnell einsatzbereit. Und mit 7 Stunden kommt man dann relativ schnell, zumindest relativ weit. Ja, dann kommen wir jetzt zur Funktionalität. Dafür öffne ich jetzt einfach mal die App. Das ist die Bowers & Wilkins Music App. Da war noch der PX7S2 dran. Jetzt gehe ich auf unseren PX7S3, sage verbinden. Ja, hilft auch, wenn man den anmacht.
So, da ist er und ich sage verbinden. Genau, und da haben wir es jetzt schon. Als ich ihn das erste Mal angemacht habe, war er tatsächlich bei 60%. Das heißt, Auslieferungszustand war bei mir zumindest 60%. Also hätte man gleich loslegen können. Genau, was wir jetzt hier sehen in der App, sind die Features, die man auch beim Vorgängermodell zum Teil hatte. Aber wir haben auf jeden Fall den erweiterten EQ. Und das ist nochmal eine Neuheit, die dieser Kopfhörer mit sich bringt. Das heißt, ich kann tatsächlich benutzerdefiniert hingehen und sagen, okay, ich möchte bitte bisschen mehr Low, bisschen mehr Mitten, bisschen mehr Höhen oder auch das Ganze ein bisschen runterfahren. Das heißt, man kann das wirklich so anpassen, wie man gerne hört. Zu empfehlen ist tatsächlich der True Sound Modus. Das sagt B&W, ist der Modus, der dem Original am nächsten kommt. Das heißt, hier wird überhaupt nicht eingegriffen, da wird alles ausgeschaltet und damit habt ihr die echteste Reproduktion der Musik. Trotzdem muss man einfach sagen, es gibt auch manche Musikstücke, die sind nicht so gut aufgenommen. Also, und am Ende des Tages zählt auch immer die persönliche Präferenz. Man hört ja einen Kopfhörer für sich selbst und nicht, um ja, irgendwen glücklich zu machen, dass man das Richtigste gehört hat. Das heißt, man hat hier alle Optionen. Ich würde als Purist, der auch im HiFi-Business hier unterwegs ist, wahrscheinlich True Sound anmachen. Ich habe es mir auch schon so und so angehört. Also für mich ist auch die Empfehlung True Sound da. Trotzdem, man hat die Option, man kann den Equalizer so anpassen, wie man lustig ist. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall eins der Features, was wirklich cool ist, das neu dazugekommen ist. Dann haben wir hier oben noch als Auswahlmöglichkeit, dass wir Noise Cancelling aktivieren können. Wir können die Umgebungsgeräusche durchschalten. Gerade wenn man unterwegs ist, im Verkehr ist es ganz cool, dass man zumindest noch irgendwo das Auto nebenan noch hört. Und ich kann das Noise Cancelling komplett ausschalten. Das kann ich per App, das kann ich aber auch per Knopf hier vorne am Kopfhörer machen. Noise Cancelling sollte jetzt aber erstmal an sein, grundsätzlich. Dann kann man noch zwei Funktionen einschalten und auch ausschalten. Ganz unterschiedlich, ich habe schon beides benutzt und auch wieder irgendwann ausgeschaltet. Kommt ein bisschen darauf an, wie eure Präferenzen einfach sind. Ihr könnt den in Auto-Standby schicken, das heißt, alle 15 Minuten geht das Ding dann irgendwann in den Energiesparmodus und dann aus. Und ihr könnt den Tragesensor ein- und ausschalten. Je nachdem, was ihr macht, kann das interessant sein, dass wenn ihr den Kopfhörer ablegt, der automatisch ausgeht und wenn ihr ihn aufschaltet, sofort wieder angeht. Ist aber ein reines Komfort-Feature. Da kann man auch den Sensor noch niedrig, normal und hoch einstellen. Wie gesagt, da geht es wirklich rein um die private Präferenz, was man machen möchte. Ich hatte schon mal, dass ich einen B&W-Kopfhörer beim Spachteln benutzt habe, der Decke. Und da war es dann relativ blöd mit dem Tragesensor, weil ich eine sehr ungewöhnliche Bewegung gemacht habe und manchmal hat er dann ausgelöst. Deswegen hatte ich das dann eine Zeit lang mal ausgeschaltet. Aber ja, grundsätzlich im ganz normalen Einsatzgebiet würde ich sagen, werden die meisten es drin lassen. Genau, dann kann ich in Werkseinstellungen Reset machen, Produkt umbenennen. Ich glaube, das versteht sich alles von selbst. Aber so viel jetzt schon mal zur App. Dann gehen wir mal in Tidal rein. Also ich habe jetzt einfach einen Song, der sehr, sehr gut ist zum Bass hören, aber wobei man auch sagen muss, man hat eine Frauenstimme. Ne? Ich habe den Song von Francine 13, Queen Mary benutzt. Der ist einfach sehr gut, ja? Muss ich wirklich sagen. Der ist zum Subwoofer einmessen sehr, sehr gut und ich finde auch immer, gerade bei Kopfhörern, ich bin trotzdem jemand, der auch beim Kopfhörer viel Bass haben möchte und das ist immer etwas, wo sehr oft Kopfhörer für mich eben nicht sehr sauber sind, ja. Und das ist immer so ein Parameter, wo ich zumindest bei Kopfhörern sehr darauf achte. Hier sind aber auch schöne Feintöne drin, man hat eine Frauenstimme, ist alles dabei. Gerade diese Ticker am Anfang, die wandern so schön durchs Hörbild, was beim Kopfhörer natürlich direkt am Ohr sehr präzise ist, ja. Also man spürt es förmlich durch den Kopf wandern und wieder zurück. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Das war einer der Songs, ich habe mir mehrere Songs angehört, aber der war sehr prägnant. Und ja, was mir dabei aufgefallen ist, definitiv, ist, dass es doch Unterschiede zwischen den beiden Kopfhörern gibt. Nicht nur auf dem Datenblatt, nicht nur von dem, was irgendwo geschrieben wurde, sondern tatsächlich auch im hörbaren Bereich. Wie gesagt, ich habe die beiden wirklich ausführlich gegeneinander gehört, aber gerade bei dem Stück ist halt rausgekommen, dass das, was auch auf der Bowers & Wilkins Seite veröffentlicht wurde, gerade beim Chassis, das habe ich eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es dynamischer spielt, weniger Verzerrung und mehr Auflösung bietet. Und genau das habe ich hier auch wirklich gehört. Nicht nur ich selber, sondern ich habe auch die Jungs hier im Laden einfach mal dieses Stück mit dem alten und mit dem neuen gegeben. Und tatsächlich hat sich da irgendwo diese Meinung nicht nur bei mir breit gemacht, sondern hat sich durch alle durchgezogen, dass es einfach dynamischer klingt, der Bass deutlich tiefer geht
Und was mir auch noch speziell aufgefallen ist, dass es direkter wird. Ja? Das kann einem gefallen oder auch nicht. Ich finde es super, muss ich wirklich sagen. Gerade bei dem Stück hat man das Gefühl, ja, es knallt auch wirklich los. Ja, es ist nicht nur irgendwo so leicht angehaucht. Es ist ein Song, der definitiv auch viel mit sich bringt. Ja? Also das soll auch ein Stück weit knallen. Ist auch auf HiFi-Anlagen, wenn ich den hier auflege, dann ist das immer irgendwo so das, wo man rausfindet, okay, wie viel Dynamik geht denn jetzt? Ja? Und das merkt man hier definitiv den Unterschied. Ja? Also ich habe es ein bisschen so beschrieben, mit dem PX7S2 habe ich gefühlt einen dezenteren, aber ein bisschen größeren Raum vielleicht. Und das Ganze spielt sich in einem großen Raum ab. Und hier ist der Raum vielleicht insgesamt ein bisschen kleiner, also ein bisschen weniger hallig oder so. Also der Raum wirkt geschlossener, aber dafür ist es viel direkter und viel präziser und dynamischer, was dann quasi in diesem Raum passiert. Also es ist tatsächlich ein Unterschied, wie die beiden spielen. Mir würde der neue tatsächlich mehr zusagen. Ich werde auch mit Sicherheit in nächster Zeit mal gucken, dass ich dann ein Upgrade auch bei mir privat durchführe, weil tatsächlich viel passiert ist. Also es ist, als wir uns angefangen haben, damit auseinanderzusetzen, guckt man erstmal durch die Datasheets so durch und sieht dann, okay, da hat sich was geändert, da hat sich was geändert. Bin ich ganz ehrlich, ich hatte jetzt nicht erwartet, dass es sich stark absetzen wird zum Vorgänger, wurde aber wirklich eines Besseren belehrt. Also es ist nicht nur die Optik, dass die wirklich anders ist und das enger anlegt und so weiter und der kleiner ist und edler wirkt, sondern man hat auch tatsächlich klanglich ganz andere Dynamik einfach. Ja? Also Dynamik und Direktheit, was mir definitiv auch mit solcher Musik sehr zusagt. Und ja, als nächstes bleibt eigentlich euch nur noch, also mir bleibt nur noch zu sagen, dass es wirklich ein spannender Vergleich war, dass ich echt Spaß hatte dabei. Und ja, wir werden die Kopfhörer hier haben. Das heißt, wenn es euch interessiert, kommt gerne vorbei, hört es euch an. Ich werde auch mit Sicherheit mein älteres Modell noch ein bisschen hier behalten, ja, dass man es auch mal gegeneinander hören kann. Ja, und ich freue mich aufs nächste Video. Ich hoffe, es hat euch irgendwie was gebracht und ihr habt ein bisschen Eindruck von dem Kopfhörer. Und wenn ihr euch davon überzeugen lassen wollt, was der Kopfhörer kann, dann kommt gerne vorbei und hört es euch an. Bis zum nächsten Mal. Hi, Michael von HiFi Linsbach. Heute das musst du rausstreichen, Maike. Gibt es aber auch in Canvas Weiß und in Indigo Blue. Indigo Blue. Mist, ne? Ich hab genau in so einem Moment Stopp gemacht, was blöd ist. Von der Art und Weise, wie es beschrieben ist, nein. Genau, wenn wir jetzt, genau, der hier auch mit drin verbaut, mach mal, des aufgenommenen,